Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein T-Bau und zwar ein T-Book X8S und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Und ja, wo wir gerade beim Thema Ladekabel sind, das Netzteil von diesem Gerät ist ein 12 Volt Netzteil. Das ist ein bisschen ungewöhnlich und hier sollte man darauf achten, auch wirklich nur dieses Netzteil zu verwenden. Bei der Modellnummer ist es so, hier steht leider gar nichts drauf, da muss man im BIOS schauen oder vielleicht hat man auch noch die Rechnung, da sollte das dann draufstehen. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht da rankommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier gibt es insgesamt 3 verschiedene Schraubenlängen. Wir haben einmal die langen Schrauben oben, dann noch mittlere, die auch in der Mitte sind und schließlich noch die kurzen, die von ganz vorne kommen. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Das Gerät hat übrigens auch einen Service-Schacht, der von den beiden Schrauben gehalten wird. Und dadurch kommt man relativ einfach an die Festplatte ran. Und die kann man dann einfach austauschen, ein bisschen nach hinten ziehen und schon kann man die rausnehmen, ohne die ganze Bodenplatte abnehmen zu müssen und umgekehrt genauso einlegen, fest auf den Stecker drücken und so einfach kann man das tauschen. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Das Kabel kann man einfach rausziehen, kann man auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Rütteln nach unten hinwegziehen.
So, hier oben sehen wir das Mainboard. In diesem Fall ist der RAM auch aufgelötet, den kann man nicht separat erweitern oder tauschen. Und das Mainboard gibt es auch in mehreren Varianten mit unterschiedlich großem Speicher, der hier nämlich auch drauf gelötet ist. Dann gibt es noch zu erwähnen, dass es hier keinen Lüfter gibt. Das Gerät wird also allein durch die normale Luftströmung gekühlt. Und der Akku, der wird hier nicht verschraubt, sondern der ist einfach geklebt. Und ja, der wird jetzt hier nicht nur von den Klebestreifen gehalten, der hat auch an der Unterseite einen ziemlich kräftigen Kleber. Da muss man also auch beim Entfernen durchaus mit ein bisschen Kraft den Akku dann nach oben ziehen, schauen, dass man das gleichmäßig macht und ja, dann kann man den einfach vom Gerät lösen, nachdem man die Klebestreifen auch entfernt hat. Ich nehme jetzt hier eine kleine Hilfe, um da wirklich drunter zu kommen. Hier sieht man die Klebestreifen und ja, so kann man den Akku tauschen und beim Wiederverbinden auf jeden Fall auch schauen, dass man die gleichen Stellen wieder erwischt, dass man das genau da wieder auf die Klebestreifen drauf drückt. Sieht man hier ganz gut. Ja, den kann man einfach dann wieder fest nach unten drücken. Die Klebestreifen kommen auch wieder oben drauf und ja, so schnell geht das. Am Ende natürlich nicht vergessen, ganz wichtig, das Akkukabel auch wieder zu verbinden. Den Stecker einfach fest reindrücken, damit das Gerät dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und ja, dann kann man das Gerät wieder zuschrauben. Wenn man die Festplatte vorher rausgemacht hat, kommt die auch wieder in den Schacht. Dann wird alles verschraubt und so schnell geht das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.